Und damit willkommen zu einem neuen Video. Endlich drehen wir heute mal wieder ein Video und ich freue mich wirklich sehr, denn wir haben ein Auto, was ich noch nie gefahren bin, und zwar den neuen Cupra Formentor mit einer richtig schönen Motorisierung, 310 PS. Ich erzähle dazu gleich noch was. Ich bin sehr happy, dass wir dieses Auto fahren. Es ist relativ spontan und ich muss sagen, Mike, du hörst es schon die ganze Zeit hinter der Kamera. Ich habe richtig Spaß. Wir gucken uns das Auto wirklich gleich an. Ich kenne es nicht, ihr kennt es nicht. Ich habe es jetzt seit 2 Minuten gesehen. Wir sind noch nicht damit gefahren. Dementsprechend haben wir wahrscheinlich gleich dasselbe Erlebnis. Er soll sehr cool sein. Ich habe ein paar Videos dazu auf YouTube gesehen und deshalb musste ich dieses Auto unbedingt Probe fahren und genau das machen wir gleich heute. Ihr habt gesehen, das Auto sieht sehr sportlich aus. Wir haben eine Sonderlackierung drauf und zwar Petrol Blau Matt. Und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Auf den ersten Blick sieht das schon sehr nice aus, muss ich sagen. Allerdings finde ich, oder glaube ich, ehrlich gesagt, dass diese Farbe im Alltag nicht sonderlich tauglich ist. Denn ihr seht es jetzt schon. Schau mal hier, sieht man das auf der Kamera? Müsste man sehen. Also ja. Ich glaube, das ist eine Farbe, auf die man einfach jeden Schmutzfleck sofort sehen wird. Generell was zum Auto. Also 310 PS habe ich euch gesagt, wir haben einen Turbo-Benziner-Allrad. Wir haben einen Kaufpreis ab 43.000 €. Wir werden gleich sehen, dass wir hier im Auto einige Extras drin haben. Das heißt, wir werden die 50.000 mit diesem Auto locker knacken. Warum, erzähle ich euch gleich. Wir wollen uns jetzt noch mal ein paar Details angucken und dafür mache ich erst einmal die Motorhaube auf. So. Und da haben wir nämlich das Prachtstück. Ich halte es jetzt mal, wir machen das nicht fest. Hat keine Automatik, ist aber eine Kleinigkeit. Wir haben hier einen Motor, 310 PS habe ich eben gesagt. Das ist ziemlich genau der Motor aus dem aktuellen Golf 7R. Also, ihr seht, VW schaut schon, dass sie immer mehr sich aneinander angleichen. VW, Seat, Cupra, alles was dazugehört. Die Autos werden immer ähnlicher. Aber für dieses Auto ist das ja eher ein Vorteil, denn der Motor im Golf 7R ist sehr cool, meiner Meinung nach. Ja, lass uns mal gucken, Mike. Also, typisch Cupra, natürlich das kupferne Logo. Wir haben hier auch die typischen Leuchten, beziehungsweise das Muster von Seat. Nutzen sie ja eigentlich auf sehr vielen Fahrzeugen mittlerweile. Eine sehr dynamische Linie durch diese beiden Linien hier und hier. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Der zweite extra Punkt, den wir hier drin haben, sind die Brembo-Bremsen. Die kosten auch 2.000 € extra. Das heißt, wir sind statt 43 jetzt schon mal plus 4.000. Wenn wir dann weitergehen, ihr seht es auch hier wieder, jeden kleinen Schmutzfleck erkennt man auf der Farbe. Nichtsdestotrotz ist das eine coole Farbe und ich würde sie wahrscheinlich trotzdem nehmen und das in Kauf nehmen und lieber mein Auto häufiger waschen. Das Glasschiebedach, das schauen wir uns gleich von drin noch mal ein bisschen genauer an, denn auch das kostet ca. 2.000 € extra. Wer jetzt gut zusammenrechnen kann, Mike, wo sind wir? Ich bin sehr schlecht in Mathe. Nein, aber wir sind schon im Prinzip bei knapp 50.000 € jetzt. Und wir haben noch uns gar nicht alles angeguckt, was hier drin am Auto verbaut ist. Das Heck ist typisch auch Cupra. Wir haben 4 Rohre. Das gefällt mir natürlich immer sehr gut. Und ich würde sagen, Mike, wir wollen ja gleich eine Runde drehen, oder? Richtig, ja. Siehst du. Also, ich steige jetzt mal ein, mach den Motor an und du filmst mal, wie sich das Auto anhört. Ich glaube, das wird was mit dem Golf 7R Motor. Der ist nicht so verkehrt. Also, wir hören uns jetzt mal den Sound an. Ihr bleibt dran und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal. OPF lässt grüßen, aber ich finde, du hast es wahrscheinlich besser gehört als ich. Sag du mal ein Feedback dazu? Ist ordentlich, aber... Man merkt, dass der OPF ja, drauf sitzt. auf jeden Fall. Ja, ist halt einfach leider so bei den modernen Autos. Aber dafür, finde ich, klingt der schon ganz cool. Aber, jetzt kommst du mal mit. Der Innenraum ist ein Highlight, finde ich. Haben die Super schon sehr modern. gut gemacht. Ich setze mich mal rüber. Erstmal geht's los mit einer Kombi der Sitze, die ich so wahrscheinlich nie bestellt hätte. Jetzt, wo ich sehe, gefällt es mir aber richtig gut. Blau zur Wagenfarbe. Wir haben, schau mal auch in der Tür, überall blau. Vorne in den Armaturen, überall blau. Und es ist alles sehr modern und sportlich vor allem. Und das gefällt mir natürlich richtig gut. Aber lasst uns nicht zu lange sabbeln. Komm rein, wir drehen eine Runde. So, erstmal anschnallen. Tür machen wir dicht. So, und jetzt muss ich mich erstmal orientieren. Hier sind ein paar Knöpfe. Guck mal, das ist so dieser typische neue... Der Rasierer. Der Rasierer, den man aus dem Porsche kennt, ne? Deutlich kleiner, finde ich aber eigentlich ganz gut. Dadurch ist das hier nicht so überladen. Und jetzt brauchen wir mal das Auto, denn es ist einfach wieder richtig schwül hier. Also Start, Stopp. Am Lenkrad. Ist halt wie bei Audi, ne? Ist cool, ja. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Es ist sehr sportlich, auch mit dem abgerundeten Lenkrad. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich hoffe, ihr hört die Klimaanlage nicht zu doll gerade. Es ist hier sehr warm. Hier oben,
Ich muss mich jetzt mal ein bisschen orientieren. Cool, dass wir das zusammen machen. War jetzt relativ intuitiv, ne? Ja, ging schneller als erwartet. So, ich will aber bei mir mal ein wenig runter, weil das ist einfach ekelhaft warm hier drin. Du kriegst Low, na gut, dann krieg ich auch Low. Hauptsache wir erfrieren hier nicht. So, wie komme ich jetzt zurück? Was ist das denn hier? Tank? Tankstellensuche vielleicht? Ne. Ja, Also Verbrauch. Reichweite, genau, und Verbrauch. 500 Kilometer, 35 Liter. Wer ist denn hiermit bitte gefahren? Ich weiß noch nicht. Also ihr seht auf jeden Fall, derjenige, der hier das Auto neulich gefahren ist oder vor mir gefahren ist, der hat auf jeden Fall ordentlich Gas gegeben. Und ich würde sagen, ich check mal hier alles. Passt soweit. Hinten auch. Da muss ich sagen, das Fenster ist ganz schön klein. Aber wir wollen uns nicht beschweren, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen Auto fahren. Ah, jetzt hört man den Motor ein bisschen, Ja, ne? stimmt, ja. Machen wir mal eins, Freunde. Wir haben noch einen Zauberknopf hier am Auto. ESC aus. Bremse ist aktiviert. Boah, Schneller als erwartet. nicht schlecht, oder? Nee. 4,9 Sekunden sind da übrigens 4,8, angegeben. 4,9, irgendwie sowas. Wow. Hat mich Okay, überzeugt, also, oder? ja. Also man darf nicht vergessen, wiegt 1,6 Tonnen, also ist nicht unbedingt das leichteste Auto. Also Wow. ist vollkommen in Ordnung. Das hat Spaß gemacht. Ich habe auch extra nichts gesagt, damit ich mal deine Reaktion sehe und vor allem eure Reaktion. Also das Auto ist, schauen wir mal ein bisschen, wie er so liegt. So Kollege, was machst du hier? Schlittschuh. Was macht der denn da? Scheiße. Das war schon mal ganz gut, ne? Kann man öfters machen. Jetzt schalten wir mal ein bisschen manuell mit den Pedals. Ja, es ist halt einfach der gedämpfte Sound, ne? Ja. Man muss es lassen. Ah, ein kleines Fehlzünden hat er auch. So, dann nehmen wir mal den Kreisverkehr hier mit. Oh. Scheibenwischer an. Der Klassiker, wer kennt's? Ja, aber es ist schon ordentlich, das Auto. Es bringt vor allem wirklich Spaß zu fahren. Wir müssen dazu sagen, wir werden jetzt hier keine Riesentour machen. Ich würde das gerne mal machen. Ich würde tatsächlich auch gerne mal einen Cupra auf einer Fläche bewegen, wo man ein bisschen Spaß haben kann. Ich glaube, mit dem Fahrzeug hätte ich richtig Spaß. Ihr seht Merkt man hoffentlich, gar nicht, wie Mike ein bisschen durch die Gegend fliegt. Junge. Hä? Ja, ist super entspannt hier mitzufahren. Also, kann ich jedem empfehlen. Steig doch aus. Boah. Also man hat das, glaube ich, selten. Oder in Sportwagen hast du es ja. Aber das hier ist ja kein Sportwagen. Und ich muss sagen, in solchen Autos habe ich selten, dass ich einsteige und sage, oder mit so einem Grinsen fahren, einfach sage, krass, Das stimmt, ja. krass, bringt Spaß. Ja, ich wollte mal hören, ob es Fehlzündung gibt. Guck mal, die Technik funktioniert auch. Auch wenn sie noch nicht hätte eingreifen müssen, meiner Meinung nach. Junge, ich habe richtig Spaß. Also, ich habe es vorhin erzählt, das Auto kostet 43.000 Euro, relativ nackt, da geht's los. Wir haben jetzt schon 2.000 Euro für die Bremsen drauf, wir haben 2.000 Euro für die Lackierung drauf, wir haben weitere 2.000 Euro und dafür halte ich mal an, dass ich dir das einmal zeigen kann. Dafür drauf, fürs Panoramadach. Das heißt, wir haben plus 6, wir sind bei 50.000 Euro. Das heißt, dieses Auto, so wie wir es hier jetzt haben, kostet ungefähr 53.000 Euro. Am Ende muss man aber sagen, du kriegst ja relativ viel Auto dafür. Ne? Das stimmt, 310 PS, du hast Platz. Ganz ehrlich, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ich gehe jetzt nach hinten, Mike. Schau mal. Ich bin 1,85. Ich sitze normalerweise vorne. Der sitzt zwar auf mich eingestellt. Und guck mal, wie viel Platz ich hier habe. Ich sitze hier wirklich entspannt. Echt ziemlich viel Vor Platz. allem nach oben. Genauso. Könnte sogar noch meine Haare nach oben Ein gehen. paar Zentimeter hast du noch Platz. Ey, das Auto finde ich geil. Wirklich. Ich wusste, warum ich unbedingt mal einen Cupra fahren will. Und dann auch noch ein größeres Modell. Nicht so einen kleinen Flitzer, sondern dieses große mit den Sportschalen sitzen. So ist es für mich schon fast, oder? Ja, also Halt hat man auf jeden Fall in den. Richtig fettes Auto. Wirklich. Ich bin echt überzeugt von diesem Auto. Selten, ich habe es eben schon erwähnt, selten in so einem coolen Auto gesessen, wo ich einfach sofort wusste, wow, hier drin habe ich Spaß. Fahrverhalten ist super. Der zieht einfach enorm gut an mit seinen 310 PS.
Du hast Platz, du hast Komfort. Eigentlich hast du alles, was du brauchst. Tatsächlich gehen wir vielleicht irgendwann mal zu einem Cupra-Händler, oder Mike? Gute Idee. Aber bevor wir beide jetzt hier, Mike, komplett einölen, weil ihr seht, die Klimaanlage ist aus. Wir haben über 30 Grad gerade hier drin, glaube ich. Fahren wir jetzt noch mal eine kleine Runde mit Klimaanlage auf Vollgas und vielleicht auch den Fuß auf Vollgas. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Relativ spontan, wenn ihr mehr sowas sehen wollt, ich habe es eben gesagt, abonniert den Kanal. Wir schauen jetzt, dass wir auch immer mal wieder andere Autos mit einbauen. Autos, die mir gefallen, die ich mir vielleicht sogar selber kaufen würde. Und insofern, wenn ihr da Bock drauf habt, dann supportet uns, lasst ein Abo da und dann drehen wir jetzt die kleine Runde und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video.